und er mich gerne zum Essen einladen will. Und ich, oh, nein. Hey zusammen, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute erzähle ich euch von dem Teetrinker. Ich nenne ihn Teetrinker, denn ich habe Kaffee getrunken und er Tee. Langweilig und harmlos, denkt ihr. Ich dachte eigentlich immer, ich mache aus einer Mücke einen Elefanten. Aber es gibt Leute, die haben einen noch größeren Elefanten. Die haben einen Zoo voller Elefanten. Und hier fliegt nicht mal eine Mücke vorbei. Ich habe festgestellt, wenn du in ein fremdes Land reist, auch abseits vom Hotelleben bist, die Menschen und die Kultur kennenlernst, merkst du sehr schnell die kulturellen Unterschiede. Du wirst damit konfrontiert, egal ob du das möchtest oder nicht. Ich will das gar nicht negativ werten. Ich glaube, es kommt darauf an, wo du aufgewachsen bist, in welchem Land bist du aufgewachsen, wie bist du erzogen worden, hast du traditionelle Werte, lebst du nach irgendetwas, wer sind deine Freunde, wie ist dein Umfeld, wie mutig bist du, was in Deutschland oder in Europa als selbstverständlich gilt, ist in manchen Ländern nicht der Fall. In Deutschland oder auch in Europa wird uns beigebracht, dass es okay ist, wenn wir uns mehrmals im Leben verlieben, dass wir mehrere Beziehungen im Leben haben, wenn eine Ehe kaputt ist, dann ist das okay, wenn wir uns scheiden lassen, ohne Reue und uns neu verlieben und dann vielleicht wieder heiraten. In manchen Ländern ist die Scheidung ein ganz großes Thema. Es ist okay, wenn du alleinerziehend bist oder wenn du 3 Kinder hast und nebenbei noch Karriere machen willst. Du lebst frei, liebst, lachst und ja, wann auch immer du willst. Und dann fährst du in ein fremdes Land und sagst, hier, ich bin aus Deutschland, wenn du mich nicht liebst, dann liebe ich dich auch nicht, ich brauche dich nicht, ich mache mein Ding. Da gibt es Leute, die dir dann sagen, ja, du hast sie nicht mehr alle. Es ist einfach eine andere Kultur. Die Werte sind einfach anders, ohne es negativ werten zu wollen, was völlig okay ist. Wenn ich aber in ein fremdes Land gehe, kann ich nicht sofort erwarten, dass jeder meine Werte versteht oder wie ich leben möchte oder leben will. Ich habe zum Beispiel ein Hotelzimmer mit Whirlpool gemietet und das Erste, was ich gehört habe von einer Frau, ehrlich, die kannte ich auch etwas, ja, ich weiß, du bist selbstständig, ganz toll, vollkommen alleine, aber das macht man doch nur mit einem Mann, den man liebt. Ich mache auch alleine Wellness. Das ist kein Scherz und ich weiß, sie hat es nicht böse gemeint, aber ich finde, manchmal lohnt es sich dann auch nicht dagegen anzureden. Das einfach so hinzunehmen, das ist manchmal auch eine andere Erziehungsweise oder Kultur, wie man das auch nennen mag. In diesem Video werdet ihr verstehen, auf was ich hinaus will. Es gab in der Stadt einen Textilladen, in dem war ich 3-mal drin und es gab einen Verkäufer oder Inhaber. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob er jetzt Verkäufer oder Inhaber war. Ich war auf der Suche nach einer schwarzen Jeansjacke, die ich in seinem Laden gefunden habe. Und er war sehr kommunikativ, hat mir dann auch noch eine zweite Jacke gezeigt, die fand ich auch ganz gut, die habe ich mitgenommen. Als Gastfreundschaft wird hier sehr oft Tee angeboten, kostenlos, das ist üblich, auch ohne Hintergedanken, das ist einfach eine nette Geste, auch gerade dann, wenn du etwas gekauft hast. Während der Anprobe hat er mich gefragt, ob ich Tee oder Kaffee trinken will. Und ich dachte eigentlich, er bringt den Kaffee und dann trinke ich währenddessen und dann haue ich wieder ab. Er hat den extra bestellt. Ich dachte eigentlich, er hat den vor Ort. Hätte ich das gewusst, hätte ich abgelehnt. Naja, ich fand es unhöflich zu gehen und von daher dachte ich, okay, dann setze ich mich dahin. Der Verkäufer ist ein paar Jahre älter als ich und hat mir dann auch seine Kollegen vorgestellt. Die eine kam sogar aus Deutschland und ja, das war alles ganz nett. Er hat den Tee getrunken, ich meinen Kaffee. Wir haben Smalltalk geführt. Er hat mir seine Bilder auf Instagram gezeigt, ich ein paar von meinen Bildern. Und wir haben uns über das Essen unterhalten. Ich habe ihm dann gesagt, wo ich öfter bin. Und da meinte er gleich, oh ja, kennt er, da ist er ja auch öfter. Er wollte auch wissen, wann ich da immer bin. Da habe ich ihn eine falsche Uhrzeit genannt, weil ich dachte nicht, dass er da auftaucht. Und ich bin dann gegangen. Ich glaube, ich saß da 15 Minuten. Abends hat er mir auf Instagram eine Nachricht geschrieben, dass er doch einen Tisch für uns reserviert hätte und er mich gerne zum Essen einladen will. Und ich, oh, nein. Ab und an hat er meine Instagram-Stories verfolgt und wusste auch, dass ich mich um die Straßenhunde kümmere und wo das genau ist. Und ja, wer geht da ab und zu spazieren? Er. Natürlich rein zufällig. Ja. Einmal hatte er auch Hundefutter dabei. Er hat aber nur die Hunde gefüttert, die bei mir waren. Ja, natürlich
reiner Zufall. Und vor allem lag da von mir bereits Hundefutter. Was macht er? Er streut das Hundefutter genau daneben. Nett gemeint, aber es gab noch so viele Stellen, wo kein Hundefutter lag. Er hat es nur gemacht, weil ich da war. Und das fand ich dann wiederum, ja, okay, ne? Aber ich wusste, der kommt nie wieder. Der kommt nie wieder. Wir hatten keinen Kontakt. Er hat sich ab und an meine Instagram-Stories angeschaut. Ja, mehr nicht. Bis er mir eines Tages eine Nachricht schrieb. Ja, und da dachte ich, ja. Den Anfang habt ihr sicherlich alle schon mal gelesen. Er schrieb: Jennifer, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich habe lange überlegt, dir die Nachricht zu schreiben. Und ich: Oh mein Gott, was kommt jetzt? Er schrieb, dass er mich sehr mag und dass er Frauen kennt, die in der Vergangenheit Probleme mit dem Vertrauen zu Männern hatten. Warum er mir das geschrieben hat, keine Ahnung. Dass er mich kennenlernen möchte, aber auch ein Nein akzeptiert, wenn ich das nicht will. Dass er kein Deutsch kann, aber alles dafür tut, um es zu lernen. Und was hat er geschrieben? Ich habe mich in deine wundervolle Seele verliebt. Okay. 15 Minuten Kaffee trinken? Ich brauche einen Schnaps. Habe ich irgendetwas verpasst oder was? Ich hätte diese Nachricht bereits nach dem ersten Satz löschen sollen. Was ist das? Ich habe ihn dann netterweise zurückgeschrieben, dass ich kein Interesse habe, dass ich auch, keinen Mann suche hier und dass ich bald wieder abreise. Daraufhin hat er mir geschrieben, dass ich ihm nicht vertraue aufgrund meiner schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit. Und ich, was? Er schrieb schon fast poetisch: Du hast einen Engel in deiner Seele. Als ich dich das erste Mal sah, verstand ich, dass es offensichtlich war, dass du Hunde liebst, sie nährst und ihnen deine Liebe schenkst. Ich war lediglich 3-mal einkaufen bei ihm. Was hat er da gesehen? Er hat recht, meine Liebe haben die Hunde bekommen, aber er ist doch kein Hund. Oder wollte er jetzt dazugehören? Ich habe mich da echt gefragt, was soll das? Worüber reden wir hier? Ich war etwas angepisst und habe ihn dann gefragt, warum er das Nein nicht akzeptiert. Es ist doch völlig egal, wieso, weshalb, warum. Daraufhin hat er sich dann entschuldigt und er meinte nur noch, dass er mich ja kennenlernen wollte oder dass er mich nur kennenlernen wollte. Ich dachte, das war's. Er hat es endlich verstanden, dachte ich. 2-3 Tage später bekam ich dann eine Sprachnachricht von seiner Cousine. Schon fast vorwurfsvoll fragt sie mich, warum ich nicht mehr komme. Ja, komm doch mal vorbei. Du warst hier auch und hast hier eingekauft. Du hast mit uns Kaffee getrunken. Es ist ein Familienunternehmen. Ich brauche keine Angst haben. Ich soll mal vorbeikommen, mit denen Kaffee trinken, sie möchten mit mir reden. Und ich war doch auch hier und habe eingekauft. Ja, das ist ein Geschäft, wo jeder einkaufen kann. Ich habe mit einer Freundin vor Ort darüber gesprochen und sie meinte, ja, du hast einfach nur einen Kaffee getrunken und die tun so, als würdest du ihn heiraten wollen. So habe ich mich gefühlt. Ja, so hat es sich angefühlt. Sie meinte, es gibt ja einige, die das etwas verbindlicher sehen. Da meinte ich, verbindlicher? Der Typ weiß nicht mal, aus welcher Stadt ich komme. Nie wieder Tee oder Kaffee annehmen, außer der Typ ist heiß oder weit über 80. Dann vielleicht. Der Typ hatte auf jeden Fall einen ganz großen Elefanten irgendwo versteckt. Ich habe gelernt, dass ein Kaffee nicht immer gleich Verbindlichkeit bedeutet oder dass man danach ein Date haben möchte. Ich habe es so gelernt, andere wiederum nicht. Ihr versteht bestimmt, wenn ich jetzt sage, ich brauche Urlaub. Jetzt brauche ich richtig Urlaub. Auch aus dieser Geschichte können wir was mitnehmen. Überlegt euch gut, mit wem ihr wann und wo Kaffee oder Tee trinken wollt. Es könnte komplizierter werden. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis demnächst. Bye bye.